Kennst du das? Du hast einen BMW mit Turbo und irgendwo hast du gehört, Turboschaden bei 150.000 Kilometern, Reparatur locker 2.000 bis 4.000 Euro. Und dann läuft dir ein Video über den Weg mit einer kleinen 3-Euro-Tablette, die man angeblich einmal ins Öl wirft, und der Turbo hält bis 300.000 Kilometer, weil die Werkstätten angeblich nicht wollen, dass du das weißt. Ich sag's dir ehrlich, so eine Tablette gibt es nicht, jedenfalls nicht mit einem belegten Effekt. Aber die gute Nachricht ist trotzdem echt. BMW Turbos schaffen tatsächlich 245.000, manchmal 300.000 Kilometer und mehr. Nur eben nicht durch eine Wundertablette, sondern durch ein paar Gewohnheiten und die richtige Wartung. Ich habe mir angeschaut, was davon wirklich was bringt, was Zeitverschwendung ist und was am Ende den größten Unterschied macht. Hier sind 6 Methoden, sortiert von wenig wirksam bis richtig wirksam, plus 3 Profi-Tipps am Schluss. Auf Platz 6, dem schwächsten Platz, landen Additivtabletten und Wundermittel fürs Motoröl. Ein Turbo hat winzige, hochbelastete Lager, die mit Öl geschmiert und teilweise gekühlt werden. Wenn die Schmierung schlecht ist, verschleißt der Turbo schneller. Und genau da setzen unzählige Additive an, die online beworben werden. Kleine Tabletten, Fläschchen oder Pulver, die man einmalig ins Öl gibt. Solche Produkte kosten zwischen etwa 3 und 15 Euro pro Anwendung. Manche teureren Systeme auch 20 bis 30 Euro. Die Anwendung ist immer gleich. Öleinfüllstutzen öffnen, Tablette oder Flüssigkeit reingeben, ein paar 100 Kilometer fahren, fertig. Ehrlich gesagt zeigt sich hier aber wenig. Unabhängige Automobilclubs und Verbraucherorganisationen haben solche Additive immer wieder getestet und das Ergebnis war fast durchgehend dasselbe. Kein nachweisbarer Effekt auf Verschleiß, Ölwerte oder Turboleistung. Manche Additive sind harmlos, aber wirkungslos. Bei anderen ist unklar, ob sie mit modernen, extrem dünnflüssigen Leichtlaufölen überhaupt verträgliche sind. Im Zweifel kann ein falsches Additiv sogar die Freigabe des Motoröls durcheinanderbringen. Für niemanden, der sein Geld gezielt in Turbolanglebigkeit investieren will, ist das eine gute Ausgabe. Es gibt zwar seriöse Zusätze in Markenölen, Reibungsminderer und Detergentien, die tatsächlich etwas bringen, aber die stecken schon im guten Motoröl selbst, nicht in einer separaten Extratablette, dazu gleich mehr. Auf Platz 5 steht etwas ganz Simples: Luftfilter und Ladeluftkühler regelmäßig kontrollieren. Der Turbo verdichtet die Luft, die er ansaugt. Ist der Luftfilter zugesetzt oder der Ladeluftkühler undicht bzw. verölt, muss der Turbo mehr arbeiten, um denselben Ladedruck zu erreichen und läuft dauerhaft unter höherer Last als nötig. Ein Luftfilter für die meisten BMW-Modelle kostet zwischen 15 und 35 Euro. Der Wechsel dauert 10 Minuten und braucht kein Werkzeug. Eine Sichtprüfung der Ladeluftschläuche kostet nichts außer 15 Minuten Zeit. Motorhaube auf, Luftfilterkasten öffnen, meist über 2 bis 4 Clips, alten Filter raus, neuen rein, Kasten zu. Bei den Schläuchen tastet man bei ausgeschaltetem Motor die Verbindungsstellen ab. Zeigt sich dort Öl oder ein Ölfilm, deutet das auf eine undichte Stelle hin, die ein Fachbetrieb prüfen sollte. Das schützt den Turbo nicht direkt, aber es verhindert, dass er unnötig unter Stress läuft. Und eine echte Undichtigkeit fällt einem früh auf, bevor daraus ein teures Problem wird. Das ist etwas für alle. Es kostet fast nichts und ist reine Holzschuld. Nur retten wird es allein keinen Turbo, der ohnehin am Ende seiner Lebensdauer ist. Es ist Basiswartung, kein Wundermittel. Platz 4 ist eine reine Fahrgewohnheit. Nach der Kaltstartphase nicht sofort volle Leistung abrufen. Direkt nach dem Start ist das Öl noch zäh und hat die Turbolager noch nicht vollständig erreicht und aufgewärmt. Wer dann sofort Vollgas gibt, lässt den Turbo mit unzureichender Schmierung auf hohe Drehzahl hochlaufen. Das kostet nichts. Man muss nur nach dem Start die ersten 1 bis 2 Kilometer moderat fahren, bis die Kühlwassertemperatur sich bewegt und das Öl warm gelaufen ist, bevor man in höhere Drehzahlbereiche geht. Das ist eine der am besten belegten Empfehlungen aus dem Turbomotorenbau überhaupt. Kaltstartvolllast ist einer der größten Verschleißtreiber bei Turboladern. Der Effekt ist real, zeigt sich aber erst über viele Jahre und tausende Kilometer, nicht sofort messbar. Für jeden, der sein Auto lange fahren will, lohnt sich das. Es kostet nichts und braucht nur etwas Disziplin. Nur bringt es nichts, wenn man es lediglich gelegentlich macht. Der Effekt kommt von der Konsequenz über die gesamte Nutzungsdauer. Platz 3 geht an das Nachlaufen lassen des Turbos nach starker Belastung. Nach einer schnellen Autobahnfahrt oder starker Beschleunigung ist der Turbo sehr heiß. Schaltet man den Motor sofort danach ab, stoppt auch die Ölzirkulation, während der Turbo noch glüht. Und das Öl in den heißen Lagern kann dabei regelrecht verbacken. Auch das ist kostenlos. Nur eine Frage der Gewohnheit. Nach zügiger Fahrt die letzten 1 bis 2 Kilometer ruhiger fahren, damit der Turbo etwas abkühlt, bevor man den Motor ausschaltet. Wer direkt nach der Autobahn an der Ampel steht, dem reicht oft schon die Standzeit im Leerlauf. Wichtig zu wissen, die meisten BMW-Turbomotoren seit den 2000er Jahren haben bereits eine elektrische Nachlaufpumpe eingebaut.
die nach dem Abstellen automatisch weiter Kühlwasser durch den Turbo pumpt. Das nimmt dem Thema viel von seiner früheren Dringlichkeit. Trotzdem schadet es nicht und bei sehr sportlicher Fahrweise ist es weiterhin eine sinnvolle zusätzliche Sicherheit. Für alle geeignet, aber besonders für Leute, die ihr Auto sportlich bewegen oder oft direkt nach der Autobahn abstellen. Bei den meisten modernen BMWs ist es dank der eingebauten Nachlaufpumpe aber kein Muss mehr, eher eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme als eine Notwendigkeit. Platz 2 ist der Turbotimer zum Nachrüsten. Manche Fahrer vergessen im Alltag einfach, den Motor kurz nachlaufen zu lassen, vor allem wenn man gehetzt aus dem Auto steigt. Und ein Turbotimer übernimmt das automatisch. Ein Nachrüst-Turbotimer kostet je nach Modell etwa 40 bis 90 Euro. Der Einbau beim Fachbetrieb kommt mit etwa 1 bis 2 Stunden Arbeitszeit dazu. Also grob 80 bis 150 Euro Gesamtkosten. Selbst gemacht mit Markenöl liegt man bei etwa 50 bis 80 Euro. Der Timer wird an die Zündung angeschlossen, man zieht wie gewohnt den Schlüssel ab, der Motor läuft aber automatisch noch 30 bis 90 Sekunden weiter, einstellbar, und schaltet sich dann selbst ab. Das funktioniert zuverlässig und macht das Nachlaufen lassen komplett automatisch. Praktisch für alle, die es sonst vergessen würden. Bei modernen BMWs mit eingebauter Nachlaufpumpe ist der zusätzliche Nutzen aber überschaubar, weil das Auto ohnehin schon selbst nachkühlt. Sinnvoll ist das vor allem für ältere Turbomodelle ohne elektrische Nachlaufpumpe oder für alle, die den Komfort schätzen, nichts mehr selbst dran denken zu müssen. Bei neueren BMW-Modellen mit Werksnachlaufpumpe ist das eher ein Nice-to-have als ein echtes Muss. Das Geld kann man sich bei diesen Modellen auch sparen. Und Platz 1, die mit Abstand wirksamste Methode, ist ganz simpel. Das richtige Motoröl zur richtigen Zeit. Der Turbo hängt am Ölkreislauf des Motors, falsches Öl, zu seltene Wechsel oder Billigöl ohne passende Freigabe sind mit Abstand der häufigste Grund, warum Turbolader vorzeitig verschleißen, mehr als alles andere auf dieser Liste zusammen. Ein Ölwechsel mit einem Öl, das die von BMW vorgeschriebene Long-Life-Freigabe hat, das steht in der Betriebsanleitung. Zum Beispiel BMW Long-Life 01 oder 04 je nach Motor, kostet inklusive Filter beim Fachbetrieb etwa 90 bis 160 Euro, je nach Modell und Ölmenge. Selbst gemacht mit Markenöl liegt man bei etwa 50 bis 80 Euro. Wichtig ist, das Wechselintervall aus dem Serviceheft oder Bordcomputer zu beachten. Meist 15.000 bis 25.000 Kilometer oder einmal jährlich, je nachdem, was zuerst eintritt. Und beim Kauf des Öls unbedingt auf die exakte BMW-Freigabennummer aus der Betriebsanleitung zu achten, nicht nur auf die Viskosität. Der Wechsel selbst geht entweder mit Ölwanne, Auffanggefäß und neuem Filter in Eigenregie oder beim Fachbetrieb. Das ist der Faktor mit dem größten belegbaren Einfluss auf die Lebensdauer eines Turboladers. Öl mit der falschen Freigabe oder Wechsel, die deutlich zu spät kommen, führen nachweislich zu schnellerem Lagerverschleiß, weil das Öl seine Schmierfähigkeit unter der Turbohitze verliert. Regelmäßiger Wechsel mit korrektem Öl ist genau der Grund, warum manche BMW-Turbos wirklich 300.000 Kilometer erreichen. Das ist für wirklich jeden Turbo-BMW-Besitzer sinnvoll. Das ist keine Kür, sondern die Basis. Auch das beste Öl rettet allerdings keinen Turbo, der schon mechanisch beschädigt ist oder jahrelang vernachlässigt wurde. Und teurer ist nicht automatisch besser. Entscheidend ist die exakte Freigabennummer, nicht der Markenname auf der Flasche. Jetzt noch die 3 besten Profilösungen, wenn du es genauer wissen willst. Erstens die regelmäßige Ladedruck- und Ölanalyse beim Fachbetrieb für etwa 40 bis 60 Euro. Ein Diagnosegerät liest aus, ob der Ladedruck im Sollbereich liegt und ob es Fehlerspeichereinträge zum Turbo gibt. Manche Werkstätten bieten zusätzlich eine Ölanalyse an, die Metallabrieb im Öl misst, ein früher Indikator für beginnenden Lagerverschleiß, lange bevor man selbst etwas merkt. Zweitens das Walnusschalen-Sandstrahlen der Ansaugventile für etwa 150 bis 250 Euro. Bei BMW-Motoren mit Direkteinspritzung, zum Beispiel viele N20, N54, N55, B45 und B50 Motoren, lagert sich mit der Zeit Ölkohle an den Einlassventilen ab, weil kein Kraftstoff mehr darüber fließt, der das reinhalten würde. Das ist ein bekanntes, dokumentiertes Thema bei diesen Motoren und professionelles Sandstrahlen mit Walnussschalen entfernt diese Ablagerungen schonend und verbessert die Luftzufuhr, was den gesamten Ansaugtrakt inklusive Turbo entlastet. Drittens, der Software- und Ladedruckcheck beim BMW-Vertragspartner. Bei einem regulären Service kann geprüft werden, ob die Ladedruck-Kennfelder korrekt hinterlegt sind, besonders nach Chip-Tuning oder bei älteren Fahrzeugen mit Software-Updates. Denn ein falsch eingestelltes Ladedrucklimit führt zu dauerhafter Überlastung des Turboladers. Wenn ich die Top 3 zusammenfassen soll: Erstens, das richtige Motoröl zur richtigen Zeit kostet etwa 50 bis 160 Euro pro Wechsel, macht aber den größten Unterschied von allem hier. Zweitens, den Motor nach starker Belastung kurz nachlaufen lassen bzw. bei älteren Modellen einen Turbo-Timer nachrüsten für rund 80 bis 150 Euro einmalig. Drittens,
bei Direkteinspritzermotoren regelmäßig ans Walnussschalen-Sandstrahlen denken, wenn Leistung oder Laufruhe nachlässt. Ehrlicher Rat zum Schluss: Wenn du wenig Zeit hast und dir die Wartung nicht selbst zutraust, geh einfach zuverlässig zu den vorgeschriebenen Ölintervallen in eine gute Werkstatt. Das allein bringt dich schon sehr weit. Wenn du gerne selbst schraubst und ein bisschen sparen willst, kannst du den Ölwechsel und die Luftfilterkontrolle problemlos selbst machen. Aber lass dir von niemandem eine 3-Euro-Tablette als Ersatz für echte Wartung verkaufen. Die spart dir am Ende kein Geld, sondern nur die Illusion davon.